Ja, wir haben jetzt hier mit Frischhaltefolie den Kopf, also die Büste, so ein bisschen eingepackt, damit die Flächen gut rauskommen und die ganzen Details so ein bisschen verschwinden. Und ich werde das jetzt grob aussägen aus dem Stamm. Und da werden halt die Details jetzt nerven. Und damit man jetzt erstmal erkennt, wo sind welche Flächen, wie verlaufen die Flächen auch, haben wir das jetzt halt eingepackt. So. Und jetzt sagen Sie noch mal kurz, was mit dem Strick es auf sich hat und was das ist. Ja, das ist die Mittelachse von dem Kopf. Von der beziehen wir uns halt mit den Spitzzirkeln. Dann messen wir halt ab, wie weit ist das jetzt entfernt, und deswegen haben wir... Welche Funktion hat die noch? Die verläuft ja über den höchsten Punkt. Also ganz einfach, man kann eben von hier ab auch in die Tiefe messen. Vor allem wenn man sich, das ist jetzt senkrecht, und wenn man sich das weiterdenkt, kann man eben auch hier schön abmessen von diesem Punkt. Und wenn man sich am Klotz das markiert und aufzeichnet, was hier der Strick ist, und dann in die Tiefe misst, kann man also wunderbar auch die Höhen so abtragen, ohne irgendwelche teuren Messgeräte. Ja, erklären Sie mal, was Sie jetzt hier gemacht haben. Ich habe versucht, die Form, wir hatten ja so Flächen, die habe ich jetzt versucht noch näher anzupassen, die Seiten hier näher ans reale Maß zu bringen, und ja, generell dann hier an den tiefsten Punkten habe ich dann abgemessen, bin dann reingegangen, und jetzt haben wir noch das Auge angelegt, oder also noch nicht angelegt, aber angedeutet. Ja. Und so langsam kommt das Gesicht jetzt auch raus. Genau, das Ganze ist jetzt so zaghaft ein bisschen angedeutet und muss jetzt natürlich noch etwas mehr ausgearbeitet werden, ein bisschen schräger, vielleicht noch ein bisschen schmaler, also konkreter muss es werden, hier an den Seiten zum Beispiel. Und man sieht halt auch schön, wie sensibel sich das so von vorne alles bildet. Und desto mehr man das jetzt rausholt, dann kommt halt das ganze Gesicht auch raus. Man kann jetzt von vorne zum Beispiel auch abmessen und also nach hinten gehen und das noch wegschneiden. Natürlich ist im Vergleich zum Modell, wenn ich hier kurz rüber drehe, schon noch ein Unterschied sichtbar. Aber das ist ja ein Übungsstück. Und zum Beispiel mit der Frischhaltefolie, das hat ja auch dafür gedient, dass man so ein bisschen dieses Konzept versteht. Und die Schwierigkeit ist jetzt hier besonders auf der Hut, weil man da nicht so schön an diese Flächen rankommt und sich so Schritt für Schritt an diese wirkliche Tiefe und diese Schrägen reinarbeiten muss. Das habe ich also den David hier als schwere Aufgabe gegeben. Ja, David, was hast du jetzt hier gemacht, und kannst du das Werkstück vielleicht auch nochmal so um die eigene Achse drehen? Ja, also ich habe jetzt die letzten 2 Tage eigentlich den Hut gemacht. Und das war eigentlich mit der Raspel hauptsächlich. Das sehe ich auch. Da habe ich ja eigentlich mir angeschaut vom Hut hier hinten. Bin dann hier mit der Raspel reingegangen, erstmal die verschiedenen. Am Anfang habe ich es mit dem Eisen angelegt, so ein bisschen, aber grob, und dann bin ich in die verschiedenen Kuhlen rein, habe die rausgearbeitet, habe versucht, die verschiedenen Winkel rauszuholen. Dann musste man hier halt mit dem Eisen das noch rausarbeiten, das Ohr, da bin ich jetzt gerade
bei. Und ja, die Schwierigkeit war halt, das symmetrisch im Endeffekt hinzukriegen, dass das jetzt hier gleichmäßig verläuft. Da bin ich jetzt auch noch gerade dran arbeiten. Ja, zeig nochmal, wie schön man diesen Galgen hier schwenken kann. Also, ja, also ich habe mit der Beispiel Pfeile gearbeitet und waagerecht oder so. das ist halt perfekt, weil dann kann man den auch hier runter schieben und dann so arbeiten. Oder man könnte an sich jetzt auch hier an dieser Achse das auf hoch und runter verschieben und man kann den Galgen halt hier auch nochmal um sich selber drehen. Muss man nicht den Tisch drehen, weil da sind ja die Steine drin, das ist ziemlich schwer. Ja, und man kann halt auch das Werkstück an sich so drehen, wenn man die Figurenschraube ein bisschen lockert. Ja. Und ich finde auch sehr schön, dass man hier auch wirklich dran rumklopfen kann. Wir müssen hier nur noch mal einen Keil unterlegen, weil die 4 Beine nicht immer so genau aufstehen. Aber sonst ist das eigentlich ein sehr schönes Werkzeug. Ja, hier die Linien, nehme ich an, das ist für die Wellen des Bartes. Genau. Ja. Und was mir jetzt noch auffällt, ist noch ein bisschen diese Schräge von diesem Ohr. Das ist hier, also sieht zumindest im Gipsmodell so aus, als ob da die Fläche vom Ohr noch ein bisschen mehr rauskommt. Ja, Ja, ich glaube, das kommt, wenn man den Bart weiter reinschiebt. Da muss auf jeden Fall noch was weg jetzt. Und sag mal, warum wir jetzt auch die Raspel genommen haben, weil für manche ist das ungewohnt und fremd. Also ich habe sie eigentlich hauptsächlich, glaube ich, arbeite auch zum ersten Mal damit, weil die Seite hier, da war ja, sieht man ja auch ganz gut so ein Pilzbefall. Verstockt, das, ja. Das bricht hier eigentlich immer aus, wenn man mit dem Eisen arbeitet. Das heißt, man kann eigentlich auch nur nach oben, sonst bröselt es weg. Und mit der Raspel geht das besser. Okay. Mein Anliegen mit der Raspel war noch, man sieht hier diese Schnittkanten und das ist ja beim Schnitzen immer so, auch wenn ich jetzt ein Flacheisen nehme und Schnitt an Schnitt mache, sehe ich immer noch diese Kanten. Mit der Raspel wird es wie alles aus einem Guss und ich kann auch in solche Hohlungen reinarbeiten und ich kann natürlich auch sehr plastisch arbeiten, dass alles eben sehr rund wird wie aus einem Guss und das unterstützt natürlich diese ganze Formgebung und den Prozess, dass am Ende das sehr plastisch aussieht, wohingegen ich hier immer noch ich sehe halt hier noch so kleine Kanten und das tut die Form wie immer unterbrechen und die Raspel tut es halt wieder vermitteln und macht daraus wie eins und wenn ich halt auch diese Details schön durcharbeite, da kann ich dann auch mit Schleifpapier noch ran, dann sieht es halt extrem plastisch aus. Dann kann man auch wie einen Eindruck von einem wirklichen Menschen erzeugen, wenn man so weit das treiben möchte. Geht also auch. Ja, sieht also erstmal gut aus, dann kannst du so weitermachen. So, David, ich würde dich nochmal fragen, was wir jetzt hier gemacht haben oder
Also wir haben jetzt grob den Bart angelegt und haben erstmal versucht, so ein bisschen vom Modell die Struktur abzuzeichnen auf dem Bart. Und was war da wichtig hier gewesen? naja, dass es erstmal hier diese Höhlen gibt, die man schön sieht. Die haben wir erstmal. Also diese Wellen? Genau, das haben wir erstmal so angelegt. Diesen Schwung hier ergeben? Und dann die verschiedenen Wellen aufgezeichnet. Genau, also einmal die Welle, die so rüberläuft und dann die so rüberläuft. Das ist eigentlich ganz simpel. Und das heißt, wir haben erstmal hier den Stich gemacht und dann so die Wellen aufgezeichnet. Und dabei ist es so wichtig, das zusammenzufassen. Genau, und dann braucht man Hohleisen, um diese Formen so ein bisschen reinzustechen. Ja, genau. Ja, wir sind ja heute am letzten Tag vom Praktikum. Du hast das jetzt ja als Probestück gemacht. Wie war so deine Erfahrung insgesamt? Oder hat es dir gefallen? Ja, also ich fand es auf jeden Fall herausfordernd, aber auch mega spannend und es hat auch voll viel Spaß gemacht. Weil, also das ist auch meine erste Büste so gewesen oder mein erster Kopf, sag ich mal. Und demnach war der Spaß halt noch viel größer, weil man sich ja mal an sowas rantrauen kann. Und ja, also es gab schon mal hier und da Probleme, aber das haben sie mir dann erklärt. Hat ich dann geholfen. Es hat dann gut funktioniert. Ich habe hier diese eine Seite ein bisschen angelegt und der David hat dann hier weitergemacht. Ja, und das ist noch nicht ganz vollendet, aber du hast gesagt, du wirst es jetzt auch noch Fertigstellen, ja. fertig schnitzen. Genau. Ja, also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ja, mir auch. Und als Übungsstück ist es auch okay. Ja, man könnte jetzt überall noch irgendwas dazu sagen, aber im Großen und Ganzen, die grundlegenden Dinge sind eigentlich ganz gut geworden. Und hier haben wir übrigens so mit der Raspel gearbeitet, oder es ist eine ganz feine Feile. Und dadurch kommt halt das Gesicht auch ein bisschen plastischer raus. Und ist halt auch ein sehr schönes Werkzeug für Bildhauer. Kann man auch in anderen Materialien benutzen, um diese ganzen kleinen Schnitte hier wegzubekommen, dass das halt plastischer wird. Macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Ja, genau. Machst du eigentlich das hier noch? Diese Ornamente oder lässt du das weg? Ja, würde ich machen. Okay. Gut, Adam Ries, der Rechenmeister. Okay. Ja, dann machen wir noch ein gemeinsames Foto mit dem Ding fürs Internet. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich es dann auch zeigen. Ja, können Sie machen.